Das ist der leichte und flotte Daytona GT M515 Marauder mit 4 mm dicken Armen und speziell schlanken T5051C Propellern, die perfekt mit den 1806 Motoren harmonisieren. Die Motoren haben 2500 kV und sind unten vor Dreck geschützt. Ein F4-Flugcontroller, den man bereits von dem kleinen R90 kennt, ist eingebaut mit 25 Ampere ESCs, die mit D-Shot 600 laufen. Und natürlich obendrauf der gute TBS Unify Pro Videosender mit 25 bis 800 mW Sendeleistung. Vorne ist eine der besten CMOS-Kameras von Runcam, die Sparrow 2, eingebaut. Eingebaut habe ich hier ein FrSky XM Plus Empfänger. Oben sitzt die rote Lollipop Fuchse Antenne, statt bisher der schlechten Stabantenne. Ein XT30 Stecker für den Anschluss von einem LiPo sorgt für ausreichend Stromdurchsatz. Der GT M515 wiegt gerade 185 Gramm und fliegt am besten mit einem 850 mAh 4S LiPo. 1300 mAh LiPo geht auch, aber das extra Gewicht ist deutlich spürbar. Am liebsten fliege ich den mit dem neuen Tattoo Airline 850 mAh 95C LiPo. Die Amax 850 mAh 4S LiPo finde ich auch sehr gut. Für eine GoPro ist der Marauder nicht geeignet, aber eine leichte Firefly Mini HD Kamera passt perfekt auf den Rahmen und liefert ein gutes Video in 720p. Zwar geht auch in Full HD, aber dann ist der Kamerarahmen in den Bildecken sichtbar. Der Daytona fliegt ja so richtig davon. Er ist so leicht und wendig, reagiert sehr schnell auf jede Steuerung. Komplett was anderes im Vergleich zu einem schweren, robusten 5 Zoll Racer. Auf jeden Fall ist der Daytona sehr interessant und fliegt deutlich besser als der vergleichbare King Kong 200 GT, der auch die gleichen 1806 Motoren hat und ähnlich in der Luft bis zu 8 Minuten fliegt. Naja, die 8 Minuten sind nur zu erreichen, wenn man sehr langsam fliegt. Beim Vollgas ist der 850 mAh LiPo nach 5 Minuten leer. Man fliegt aber FPV spürbar länger. Die Beschleunigung ist für das Leichtgewicht klasse. Ich denke, das liegt an den schlanken Cyclone 5051C Propellern, die hier wirklich alles aus den Motoren rausholen, aber die nicht überlasten. Die Runcam Sparrow 2 CMOS-Kamera finde ich klasse. Man sieht jede Kleinigkeit im Bild, auch beim Flug gegen die Sonne ist die Umgebung sehr gut zu erkennen. Klar sind die Farben mehr verrauscht und das Bild sieht nicht so schön weich wie bei einer CCD-Kamera aus, aber beim Fliegen sehe ich hier alles. Gerade mit der neuen Fatscha KDO erkennt man hier deutlich mehr Details als mit einer vergleichbaren CCD-Kamera. Zusammengefasst, der Daytona GT M515 ist einfach perfekt. Da aber der Rahmen recht dünn ist, würde ich den nicht für richtige FPV-Rennflüge verwenden. Ein Absturz führt bestimmt zum Bruch von einem der dünnen Armen. Wer aber das Fliegen beherrscht, der wird mit dem Daytona viel Spaß haben.